Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video, denn endlich sind sie da. Die neuen Ben & Jerry's Eis 2022, zumindest Anfang des Jahres. Ich habe euch schon ein Video vorgestellt. Ich habe übrigens auch deswegen extra dieses extra schreckliche T-Shirt angezogen, welches aber eher sich um den Peace Pop handelt. Ich habe euch die Sorten ja schon ausführlich mit meinen Meinungen anhand von Bildern vorgestellt. Jetzt sind sie aber richtig hier. Wir haben noch ein bisschen Eisfrost vorne drauf. Hazelnut Butt Chocolate. Dann haben wir hier Berry Revolutionary. Das ist das Vegane, welches es auch gibt. Und dann haben wir hier das Cookie Vermonster. Das haben wir hier auch. Und dieses Eis werden wir uns hier in diesem Video ausführlich anschauen. Oh My Banoffee Pie. Die anderen drei gibt es jeweils ein eigenes Video zu. Haben wir bisher immer so gemacht. Bleiben wir auch dabei. Und das hier wird, wie gesagt, das erste Eis. Und das ist ehrlich gesagt das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Sie sind alle, nochmal kurz als Wiederholung, diese Sundae-Eisbecher. Das bedeutet, wir haben oben drauf eine lockere Eisschicht. Wie das genau aussieht, werden wir sehen. Und unten halt klassische Ben & Jerry's Eiscreme. Das Ganze hat seine Vor- und Nachteile, doch dazu gleich mehr. Ich muss erstmal dieses T-Shirt wieder ausziehen und die anderen Sachen in den Eisschrank stellen. Denn es soll zwar Bio-Baumwolle sein, aber irgendwie müffelt das ein bisschen so nach Farbstoff oder irgendwie sowas. Da ist es. Also, was steckt erstmal drin? Banane mit schokoladigen, also Bananen-Eiscreme wahrscheinlich mit schokoladigen Karamell, Cups mit Cookie Swirl, Topped with Creamy Whipped Ice Cream, das ist das oben drauf, dann Karamellstrudel und Chocolatey Chunks, also Schokoladenstückchen, diese Creme oben, Kekse hier irgendwie, das wird dann der Keksstrudel sein und hier die Karamellstückchen, die kennen wir so zum Beispiel auch aus ach, jetzt habe ich den Namen Alter, fällt mir der Name nicht ein. Ich bin echt bescheuert. Jedenfalls gab es die schon bei Ben & Jerry's. Schade, dass es nicht irgendwie noch mit Walnuss ist, weil dann wäre es fast wie Chunky Monkey. Und Chunky Monkey war mein Lieblingseis. Das ist ein bisschen schade. Übrigens heißt die Lidl-Nachmachung mit diesen Dingen heißt Cheeky Caramel. Komischerweise ist mir die jetzt im Kopf geblieben. Aber das Ben & Jerry's war ein Ticken besser, davon mal abgesehen. Wir haben also Frucht-Eiscreme, Banane mit kakaohaltiger Fettglasur, überzogen mit Karamell-Drops, 7,5%, durchzogen mit Keksstrudel, 9%. Mit aufgeschlagenem Eiscreme-Topping mit 8% Milchfett. Ich habe schon gesagt, laut deutscher Eis-Guideline, Eiscreme-Guideline, also wie Eis benannt werden darf, zum Beispiel muss bei Eiscreme eigentlich 10% Milchfett drin sein. Hier hat sich Ben & Jerry's und der Unilever dazu entschieden, nur 8% Milchfett reinzumachen. Und dürfte es eigentlich nicht Eiscreme nennen. Sie machen es aber trotzdem. Dekoriert mit Karamellsoße 5,5% und Kakaohaltigkeit, so Stückchen 3,5%. Es ist also viel drin. 3,5 plus 9 plus 7,5 plus 5,5. Sehr, sehr viel drin. Und dann eben halt auch mit diesem Topping obendrauf. Also aber ein Ben & Jerry's, wie man es eben gerne hätte. Viel zu entdecken, viel zu buddeln, viele verschiedene Sachen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Was hingegen nicht schön ist, ist das hier, 353 Gramm. Dadurch, dass sie dieses cremige Topping oben drauf haben und das nicht zu knapp, wird natürlich Gewicht gespart, denn man kauft mehr Luft. Becherinhalt ist vom Volumen ist ähnlich, aber eben das Gewicht ist reduziert, sprich man kauft einfach weniger Eis und zahlt so indirekt, ich sage jetzt mal so ungefähr 10% mehr für das Eis. Aber regulär kostet es ungefähr 6 € weiter. Also ich gehe nicht davon aus, dass der Preis erhöht wird. Hier haben wir die Nährwerte, Ben & Jerry's typisch. Hier haben wir noch den Ben & Jerry's Spruch. Den könnt ihr einmal gerne lesen. Und die Zutaten, Sahne haben wir weiterhin drin, Trinkwasser, kondensierte Magermilch. Die Zutaten kennen wir soweit. Wir haben Bananenpüree drin, 2,2%. Daher vermute ich mal, dass auch Bananenaroma drin ist, denn ich weiß nicht, ob man mit 2,2% alleine einen guten Bananengeschmack hinbekommt. Natürliche Aromen, hier haben wir es. Wir haben Vanillearoma auch drin, aber wir haben auch Vanilleextrakt drin, allerdings fast an letzter Stelle, was bedeutet, dass nicht so viel Vanille drin ist, sondern Aroma ist mehr drin als echte Vanille. Ist halt ein Kostenfaktor, Vanille ist teuer und deswegen haben sie es hier nicht drin. Stabilisatoren und so weiter haben wir auch, vermutlich in der Creme oben. Ist natürlich alles nicht mehr so basic, wie es mal war, aber irgendwo muss dieses Topping ja herkommen. Das ist jetzt schon ein bisschen angetaut. Von daher schauen wir da mal rein. Das Design gefällt mir auf jeden Fall schon mal wieder richtig gut. Die Kuh hat hier einen Sundae-Eisbecher in der Hand. Also Sundae heißt ja irgendwie so Eisbecher. Auf Englisch, also auf Deutsch heißt es das. Fairtrade ist auch dabei, aber wie gesagt, der Anteil wird sicherlich nicht mehr der höchste. Hier steht 52% ohne Wasser und Molkereiprodukte. Ja, aber mit Mengenausgleich, da könnt ihr euch mal im Internet darüber informieren, was das genau bedeutet. Ich lasse das jetzt hier einfach mal so stehen und wir gucken ins Eis rein. Normalerweise ist hier noch ein Schutzring drum, den habe ich aber schon abgemacht, damit ich
das ein bisschen besser antauen lassen kann. Das ist nämlich, wie gesagt, schon ein bisschen angetaut. Und jetzt schaut mal, wie gut das aussieht. Wir haben hier die Soße, die ja recht gut aussieht. Könnte ein bisschen weniger glänzen, denn glänzen bedeutet nicht unbedingt, aber kann Wasser bedeuten. Sprich, es wird jetzt nicht sehr viel Fett drin sein, was das Ganze, oder Sahne, was das Ganze trüb gemacht hätte. Hier haben wir diese Schoko und Stückchen drauf. Alter, wie hieß denn das Eisbecher mit diesen Dingern? Es fällt mir nicht ein. Also es gab natürlich dann noch mal eins, was dieses ganz bunt... Ich bin jetzt gerade so aufgeregt, es fällt mir gerade nicht ein. Jedenfalls gab es 2 Eisbecher von Ben & Jerry's, wo die halt auch hauptsächlich drin waren. Und die basieren, also sind beides Kopien voneinander gewesen. So, das Topping hier oben, das könnt ihr jetzt aber, glaube ich, auch erkennen. Man kann vielleicht so ganz leicht hier erkennen, dass das so eine luftige Konsistenz hat. Wenn wir die andere Linse benutzen, da könnt ihr das sehen. Dass es so ein bisschen luftig aussieht. Aber ansonsten, ja. So, ich bin sehr gespannt. Mein allererstes Mal ein Ben & Jerry's Sundae. Okay, es ist schon ganz gut angetaut. Man kann auch sehen, dass es wirklich luftiger ist. Das sieht man hier auch an den Luftblasen. Interessant. Ich kann es noch nicht so ganz einordnen. Ich werde jetzt hier erstmal so ein bisschen dieses Karamell abtragen. Das ist hier wirklich recht luftig locker. Das Karamell, das ist sehr süß hier. Es ist mehr süß als karamellig, aber hat eine karamellige Note. Hier haben wir die Und-Stückchen, die werden vermutlich wieder sehr schön knackig sein. Das ist schon mal gut. Schön zartbitter, intensiver Geschmack. Wohlgemerkt ist keine Schokolade, sondern kakaohaltige Fettglasur. Vermutlich, weil nicht genügend Kakaobutter drin ist. So, jetzt nochmal hier ein großer Batzen von diesem Topping. Es zergeht im Mund. Nach was soll diesem Topping schmecken? Es schmeckt irgendwie recht neutral, würde ich fast schon sagen. Es schmeckt jetzt, hier seht ihr übrigens auch, wie viel drin ist. Ungefähr bis hier. Also es ist sehr viel Luft jetzt im Becher drin. Genau, und hier drunter ist es jetzt deutlich fester, das Eis. Also dieses Topping, das macht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr an, wohingegen dieser Karamell unten mich gerade sehr anmacht. Das Topping, das schmeckt irgendwie einfach nur süß. Das hat nicht irgendwie einen sehr schönen Eigengeschmack, muss ich sagen. Nee, sagt mir nicht ganz so sehr zu. Das Karamell unten ist aber sehr vorzüglich. Von der Menge. Und jetzt hatte ich gerade was von dem Bananeneis. Das war schon mal sehr, sehr gut. Oh, guck mal, das mag ich am Ben & Jerry's. Man buddelt dann gleich erstmal so einen Bunker Karamell raus. Schön lecker, das Bananeneis. Sehr gut. Es ist natürlich schwierig, euch das zu zeigen, weil ich will jetzt hier oben auch nicht das ganze Topping kaputt machen. Aber da unten kann man auch, seht ihr diese ungleichmäßigen Sachen da drin, das ist der Keksstrudel. Man hat tatsächlich so einen leichten Keksstrudelgeschmack. Hier kann man ganz klar die beiden Schichten auch sehen. Also dieses Topping oben, das ist aber nicht meins, das muss ich leider sagen. Es schmeckt weder sehr sahnig, weil es ist ja Eiscreme, also viel Milchfett ist nicht drin. Es hat jetzt nicht einen sehr vollmundigen Geschmack. Es ist irgendwie einfach locker und hauptsächlich süß. Ja, hier haben wir jetzt eins von diesen Karamelldingern. Die sind auch gefüllt. Das ist also was anderes als so oben. Finde ich gar mal wirklich viel zu entdecken. Super knackig. Und innen drin schön mit Karamell gefüllt. Was mir am besten an diesem Eis gefällt, ist die Bananeneiscreme. Schmeckt richtig schön bananig, ein bisschen künstlich. Man merkt, dass Bananenaroma drin ist. Es schmeckt nämlich sehr intensiv nach Banane. Dieser Keksstrudel, den findet man da halt fein drin verteilt. Man hat ab und zu so eine keksige Konsistenz, so ein bisschen mürb, wie man hier auch sehen kann, und gibt so eine leicht keksige Note dazu. Aber hauptsächlich
Vor allem, wenn man so Topping mitnimmt, hat man eher so einen süßen Geschmack. Auch dieses Karamell, was jetzt auch da unten in der Eisschicht drin ist, da seht ihr es in der Bildmitte, das ist auch sehr süß. Es kommt nicht an das geile Karamell von Blondie Brownie oder Karamell Sutra ran. Schade, denn das ist mit das beste Karamell, was ich je beim Ben & Jerry's oder auch bei allen Eis gegessen habe. Dieses Karamell hier oben, das ist dünn und hauptsächlich nur süß. Das ist schade. Ich werde jetzt nochmal Topping mit Schokolade und Karamell. Das schmilzt auch wirklich sehr schnell oben, das Topping. Ich frage mich, Leute, die nicht direkt aus dem Becher essen, wie sollen die sich das aufteilen? Dass man immer Topping und Eis hat, das ist schwierig. Da müsste man das irgendwie so schneiden und dann so Viertel oder so rausheben, aber das funktioniert überhaupt nicht. Also ich bin gespannt, wie das Topping bei den anderen sein wird. Ich hoffe, dass es anders schmeckt. Hier gefällt es mir nicht, aber der Rest ist dafür ganz gut. Hier habt ihr jetzt nochmal ein schönes Beispiel. Das ist jetzt alles Cookie Swirl hier. Und das hat man mal mehr, mal weniger drin. Hauptsächlich hat man eben diese Bananeneiscreme. Aber das ist jetzt hier fast nur Keks. Gefällt mir. Ganz klare Sache. Weg mit dem Topping und einfach das Eis sonst so lassen, wie es ist. Lecker bananig, lecker mit dem Keksstrudel. Das Karamell, wie gesagt, könnte ein bisschen mehr Blondie Brownie oder Karamell Sutra mäßig sein. Das hier ist halt hauptsächlich nur süß. Was mir dieses Eis aber ja, so ein bisschen verdirbt, ist das Topping obendrauf. Denn ich habe gesagt, es ist einfach nur süß. Es ist zwar interessant, mal was anderes, aber ganz klar schwingt hier auch immer ein bisschen mit, dass einfach Material gespart wird. Anders kann ich persönlich mir das nicht erklären. Und wenn es geschmacklich wenigstens richtig geil wäre, dann würde ich vielleicht auch noch sagen, gut, mir persönlich sagt es nicht zu, ist aber auch Geschmackssache. Ihr könnt es selber ja mal ausprobieren. Wie gesagt, auch mal schauen, wie es bei den anderen ist. Mir ist aber einfach der Eigengeschmack zu schwach. Aber ansonsten ein schönes Eis, kann man gerne mal ausprobieren. Die Kombination mit Banane ist immer gut, ja. Und ich freue mich sehr, dass mal wieder Bananeneis da ist. Umso trauriger, dass eben nicht das ganze Eis voll ist mit Banane, sondern oben eben dieses Topping. Von daher, ja, es war trotzdem ein recht guter Anfang. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Abonniert diesen Kanal, dann werdet ihr auch die weiteren Videos sehen. Glocke aktivieren nicht vergessen, dann kriegt ihr sofort eine Info, wenn ein neuer Eistest online ist. Eure Meinung zu den Ben & Jerry's oder auch zu diesen Ben & Jerry's wäre was für euch, schreibt ihr mir gerne in die Kommentare. Daumen nach oben nicht vergessen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.